Servus, Kochtour eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch einen leckeren und schönen Kirschpyramidenkuchen und der ist super einfach herzustellen und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch dann auch jetzt gleich. Ihr braucht dazu 450 Gramm Mehl, 200 Gramm weiche Butter, 200 Gramm Schmand. Da könnt ihr auch saure Sahne nehmen. Bei saurer Sahne ist es so, dass der Fettgehalt dann einfach weniger ist. Dann braucht ihr 200 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Als erstes werde ich jetzt Butter, Salz und Zucker in der Küchenmaschine dann weißcremig aufschlagen. Und sobald die Butter jetzt weißcremig ist, werde ich jetzt Schmand und Vanilleextrakt hinzugeben und kurz verrühren. Ich wechsle dann auch den Haken. So. Als nächstes werde ich dann Backpulver in das Mehl hineingeben, vermischt es und gebe es in die Butter hinein. So sieht jetzt der Teig aus und jetzt werde ich den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben. Das Ganze werde ich dann eben zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie einwickeln und für ca. 1 Stunde dann in den Kühlschrank stellen. Und so gebe ich den Teig 1 Stunde in den Kühlschrank. Währenddessen kann ich jetzt auch die Füllung vorbereiten und für die Füllung benötigen wir 900 Gramm Kirschen, die habe ich bereits entkernt und gewaschen. Dann 600 Milliliter Sahne, 200 Gramm Schmand, Zartbitterschokolade, 8 Teelöffel Sanapart, 2 Esslöffel Puderzucker, 1 Teelöffel Vanilleextrakt und Abrieb von einer Zitrone. Als erstes werde ich jetzt Sahne mit 6 Teelöffel Sanapart dann aufschlagen. Sobald die Sahne jetzt fest ist, werde ich die Sahne dann umfüllen und werde dann Schmand in die Küchenmaschine geben mit dem restlichen Sanapart, Vanilleextrakt und Zitronenschale und werde das Ganze dann auch kurz aufschlagen. Anschließend gebe ich jetzt Schmand in die Küchenmaschine, Sanapart eben und Puderzucker, Vanilleextrakt und Zitronenschale hinein und werde das kurz verrühren. So sieht die Sahne aus und jetzt werde ich die Sahne unterheben.
Und so stelle ich das auch für circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Nach einer Stunde sieht jetzt der Teig so aus. Ich werde den Teig jetzt halbieren und werde das dann dünn ausrollen. Da habe ich mir zur Hilfe so Teighölzer mit einer Dicke von 5 mm und werde das dann jetzt ausrollen. Jetzt habe ich mir den Teig auch bereits ausgerollt mit einer Länge von 20 cm und werde das dann mit 7 cm Breite dann auch ausschneiden. Ich nehme mir da ein Bicyclette, stelle das mir ein auf 7 cm und schneide das dann. So. Jetzt nehme ich einen Teig weg und werde mir darauf dann die Kirschen hineinlegen. Jetzt werde ich mir das einrollen, nachdem ich die Kirschen belegt habe. Mit der Naht dann nach unten und werde das so auf mein Backblech legen. Es kommt jetzt natürlich drauf an, wenn die Kirschen jetzt etwas größer sind, dann müsst ihr natürlich die Breite etwas verlängern auf 8 cm. So, und so gebe ich das dann auf mein Backblech. Verfahrt ihr, bis ihr dann insgesamt 15 Teigstränge dann habt. Und so werde ich das Ganze in den Backofen geben bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 Minuten. Nachdem ich die Röllchen jetzt gebacken habe, habe ich die komplett auch abkühlen lassen. Jetzt werde ich 5 Röllchen nehmen, auf eine Platte legen und dann mit Sahne bestreichen. Als nächstes werde ich jetzt 4 Rollen auf die Sahne geben. Die Sahne werde ich darauf geben, das Ganze werde ich dann auch glatt streichen und dann werde ich den Vorgang wiederholen und die Rollen dann pyramidenartig dann darauf legen. Nachdem ich die Pyramide jetzt komplett eingestrichen habe mit Sahne, werde ich das für mindestens 2 Stunden dann in den Kühlschrank stellen. Nach 2 Stunden wäre der Kuchen jetzt dann auch so abgekühlt. Jetzt werde ich die Zartbitterschokolade nehmen und mit einem Sparschäler oder mit einem Messer dann raspeln.
habt ihr einen leckeren Kirschpyramidenkuchen. Sieht ja nicht richtig hübsch aus. Und wenn ihr jetzt Lust darauf habt, dann geht schnell einkaufen und macht es unbedingt nach. Ich freue mich dann über Fotos auf Instagram mit dem Hashtag TUSKochtour. Hinterlasst mir dann einen Daumen nach oben und einen Kommentar und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss!